Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Frage heute klingt einfach, aber die Antwort ist faszinierend. Wie viel von unserer Kommunikation passiert eigentlich ohne Worte? Die Antwort? Sehr viel mehr, als die meisten Menschen ahnen. Studien zeigen, dass bis zu 93% der Wirkung einer Botschaft durch nonverbale Signale transportiert werden. Mimik, Gestik, Haltung, Stimme. Das bedeutet, was wir sagen, ist oft weniger entscheidend, als wie wir es sagen. Und wie wir dabei stehen, schauen und atmen. Heute sprechen wir über die Macht der Körpersprache. Im Beruf, im Alltag und in der Führung. Plus 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's. Thomas, lass uns mit einer Frage starten. Hast du schon einmal jemanden kennengelernt und sofort gedacht, dem vertraue ich oder dem vertraue ich nicht, ohne zu wissen, warum? Absolut. Und im Nachhinein habe ich oft gemerkt, dass es nicht die Worte waren. Es war etwas in der Haltung, im Blick, in der Art zu sprechen. Etwas, das ich nicht benennen konnte, aber deutlich gespürt habe. Genau das ist Körpersprache. Unser Gehirn verarbeitet nonverbale Signale blitzschnell, meist unbewusst. Innerhalb von Millisekunden bilden wir uns ein erstes Urteil über einen Menschen. Und dieses Urteil ist sehr schwer zu revidieren. Der berühmte Psychologe Albert Mehrabian hat in den 1960er Jahren Studien durchgeführt, die zeigten, 55% der Wirkung einer Botschaft kommen von der Körpersprache, 38% vom Tonfall und nur 7% vom gesprochenen Wort. Diese Zahlen werden oft zitiert, aber auch oft missverstanden. Mehrabian meinte das speziell für emotionale Botschaften, nicht für alle Kommunikation. Trotzdem ist die Grundaussage richtig. Nonverbale Signale tragen enorm viel Gewicht. Und was macht das für uns als Sprecher relevant? Es bedeutet, dass wir an unserer Körpersprache genauso bewusst arbeiten können und sollten, wie an unseren Worten. Richtig. Körpersprache ist nicht angeboren und unveränderlich. Sie ist ein erlernbares, trainierbares Kommunikationsinstrument. Und wer sie gezielt einsetzt, kann seine Wirkung auf andere erheblich beeinflussen. Welche körpersprachlichen Signale sind im beruflichen Kontext besonders wichtig? Ich fange mit dem Augenkontakt an, weil er so grundlegend ist. Wer während eines Gesprächs Augenkontakt hält, wirkt präsent, interessiert und vertrauenswürdig. Wer den Blick ständig abwendet, wirkt unsicher oder unehrlich. Wobei zu intensiver Augenkontakt das Gegenteil bewirken kann. Er wirkt dann starr oder aggressiv. Die goldene Mitte ist entscheidend. Zweites Signal: die Körperhaltung. Aufrecht sitzen oder stehen mit offenen Schultern signalisiert Selbstbewusstsein und Engagement. Zusammengesunken sitzen, die Arme verschränken, den Kopf senken, das sendet Signale von Unsicherheit, Desinteresse oder Abwehr. Interessant ist, dass die Körperhaltung nicht nur beeinflusst, wie andere uns wahrnehmen, sondern auch, wie wir uns selbst fühlen. Amy Cuddys Forschung zu Power Poses zeigt, wer sich groß macht, fühlt sich auch größer. Drittes Signal: die Gestik. Lebhafte, offene Gestik beim Sprechen signalisiert Begeisterung und Überzeugung. Zu wenig Gestik lässt einen hölzern und unnatürlich wirken. Zu viel wirkt unkontrolliert. Viertes Signal: der Händedruck. In Deutschland ist ein fester, kurzer Händedruck nach wie vor die Standardbegrüßung im beruflichen Kontext. Zu schlaff wirkt unsicher, zu fest wirkt dominanzorientiert. Und fünftens, oft unterschätzt, die Stimme. Lautstärke, Tempo, Tonhöhe, Pausen. Wer zu schnell spricht, wirkt nervös. Wer monoton spricht, wirkt desinteressiert. Wer bewusst Pausen setzt, wirkt überlegt und souverän. Kommen wir zur anderen Seite. Körpersprache anderer Menschen lesen. Was sind die wichtigsten Signale, auf die man achten sollte? Erstens: Kongruenz, also die Übereinstimmung von verbaler und nonverbaler Kommunikation. Wenn jemand sagt, ich bin begeistert, aber die Schultern hängen und der Blick ist leer, dann stimmt etwas nicht. Das Gehirn glaubt dem Körper mehr als den Worten. Inkongruenz ist ein wichtiges Warnsignal.
Es muss nicht bedeuten, dass jemand lügt, aber es bedeutet, dass verbales und nonverbales Signal auseinanderfallen. Das lohnt sich nachzufragen. Zweitens. Spiegeln. Menschen spiegeln unbewusst die Körpersprache derer, mit denen sie sich wohlfühlen. Wenn dein Gegenüber deine Haltung oder Gestik imitiert, ist das ein gutes Zeichen. Es bedeutet Rapport, also eine gute Verbindung. Das kann man auch bewusst einsetzen. Wer die Körpersprache seines Gegenübers dezent spiegelt, baut schneller Vertrauen auf. Drittens. Barrieren. Wenn jemand die Arme verschränkt, sich leicht wegdreht oder Gegenstände zwischen sich und den anderen schiebt, das sind oft unbewusste Signale für Unbehagen oder Ablehnung. Aber Vorsicht! Immer den Kontext lesen. Jemand, der die Arme verschränkt, könnte einfach frieren. Körpersprache ist kein exaktes System. Sie muss immer im Zusammenhang interpretiert werden. Sehr richtig. Das ist der häufigste Fehler bei der Körperspracheninterpretation. Einzelne Signale isoliert bewerten. Immer das Gesamtbild betrachten. Ausdruck 1. Die Körpersprache. Bedeutung: die nonverbale Kommunikation durch Haltung, Gestik, Mimik und Blickkontakt. Beispiel 1. Körpersprache kann mehr verraten als Worte. Sie ist schwerer zu kontrollieren. Beispiel 2. Wer seine Körpersprache bewusst einsetzt, wirkt souveräner und überzeugender. Ausdruck 2. Nonverbal. Bedeutung: ohne Worte, durch Signale, die nicht sprachlicher Natur sind. Beispiel 1. Nonverbale Signale werden vom Gehirn schneller verarbeitet als gesprochene Worte. Beispiel 2. Der Großteil unserer Kommunikation findet nonverbal statt, durch Mimik und Haltung. Ausdruck 3. Die Mimik. Bedeutung: die Gesamtheit der Gesichtsausdrücke, die Emotionen und Gedanken widerspiegeln. Beispiel 1. Eine lebhafte Mimik macht Redner authentischer und nahbarer für das Publikum. Beispiel 2. Unterdrückte Mimik wird oft als Kälte oder Desinteresse wahrgenommen. Ausdruck 4. Die Gestik. Bedeutung: die Bewegungen der Hände und Arme als Teil der nonverbalen Kommunikation. Beispiel 1. Offene Gestik beim Sprechen signalisiert Offenheit, Begeisterung und Überzeugung. Beispiel 2. In verschiedenen Kulturen haben dieselben Gesten völlig unterschiedliche Bedeutungen. Ausdruck 5. Die Haltung. Bedeutung: die Art, wie man seinen Körper hält, aufrecht, gebeugt, offen oder geschlossen. Beispiel 1. Eine aufrechte Haltung signalisiert Selbstbewusstsein und Engagement. Beispiel 2. Wer zusammengesunken sitzt, wirkt desinteressiert, auch wenn er das gar nicht ist. Ausdruck 6. Der Augenkontakt. Bedeutung: das bewusste Anschauen des Gegenübers während eines Gesprächs. Beispiel 1. Gleichmäßiger Augenkontakt schafft Vertrauen und signalisiert Aufmerksamkeit. Beispiel 2. Fehlender Augenkontakt wird oft als Unsicherheit oder Unehrlichkeit interpretiert. Ausdruck 7. Die Kongruenz. Bedeutung: die Übereinstimmung zwischen dem Gesagten und dem nonverbal Ausgedrückten. Beispiel 1. Kongruenz zwischen Worten und Körpersprache macht eine Person glaubwürdig. Beispiel 2. Fehlende Kongruenz, zum Beispiel Lächeln, aber mit verschlossener Haltung, wirkt unecht. Ausdruck 8. Die Inkongruenz. Bedeutung: der Widerspruch zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Beispiel 1. Inkongruenz ist ein Signal, dass etwas nicht stimmt, auch wenn man nicht genau weiß, was. Beispiel 2. Das Gehirn registriert Inkongruenz sofort und reagiert mit Misstrauen. Ausdruck 9. Der Rapport. Bedeutung: eine harmonische, vertrauensvolle Verbindung zwischen zwei oder mehreren Gesprächspartnern. Beispiel 1. Guter Rapport entsteht, wenn sich Menschen verstanden und respektiert fühlen. Beispiel 2. Körpersprachliches Spiegeln hilft, schneller Rapport aufzubauen. Ausdruck 10. Spiegeln. Bedeutung: die Körpersprache oder das Verhalten des Gegenübers dezent nachahmen, um Verbindung zu schaffen.
Beispiel 1. Unbewusstes Spiegeln ist ein Zeichen dafür, dass zwei Menschen gut miteinander harmonieren. Beispiel 2. Bewusstes Spiegeln kann helfen, Vertrauen und Rapport in kurzer Zeit aufzubauen. Ausdruck 11. Die Dominanz. Bedeutung: das Bestreben, in einer sozialen Situation Kontrolle, Macht oder Überlegenheit auszudrücken. Beispiel 1. Ein sehr fester Händedruck oder Augenkontakt, der nicht bricht, kann Dominanz signalisieren. Beispiel 2. Dominanzgesten können in Verhandlungen bewusst eingesetzt werden, aber auch Abwehr erzeugen. Ausdruck 12. Die Barriere. Bedeutung: ein körpersprachliches Signal, das Schutz oder Ablehnung ausdrückt. Zum Beispiel verschränkte Arme. Beispiel 1. Verschränkte Arme sind eine klassische Barriere. Sie signalisieren oft Unbehagen oder Ablehnung. Beispiel 2. Barrieren müssen immer im Kontext betrachtet werden. Jemand könnte auch einfach frieren. Ausdruck 13. Souverän. Bedeutung: ruhig, selbstsicher und kompetent in seinem Auftreten. Kontrolle ausstrahlend. Beispiel 1. Wer souverän auftritt, gewinnt das Vertrauen seines Gegenübers schneller. Beispiel 2. Bewusste Pausen im Sprechen lassen einen souveräner und überlegter wirken. Ausdruck 14. Der Tonfall. Bedeutung: die Art, wie etwas gesprochen wird, Lautstärke, Tonhöhe, Tempo und Betonung. Beispiel 1. Der Tonfall kann die Bedeutung eines Satzes komplett verändern, auch ohne Wortwechsel. Beispiel 2. Ein ruhiger, gleichmäßiger Tonfall wirkt beruhigend und vertrauenswürdig. Ausdruck 15. Die Authentizität. Bedeutung: die Eigenschaft, echt und ungekünstelt zu sein, mit sich selbst im Einklang zu handeln. Beispiel 1. Authentische Körpersprache wirkt überzeugender als einstudierte Gesten. Beispiel 2. Menschen spüren intuitiv, wenn jemand nicht authentisch ist, und reagieren mit Distanz. Ausdruck 16. Entschlüsseln. Bedeutung: eine verborgene oder unklare Bedeutung erkennen und verstehen. Beispiel 1. Körpersprache zu entschlüsseln erfordert Erfahrung, Empathie und Kontextsensitivität. Beispiel 2. Nicht jedes Signal lässt sich eindeutig entschlüsseln. Körpersprache ist kein Code. Ausdruck 17. Die Präsenz. Bedeutung: die Fähigkeit, durch seine Ausstrahlung und Aufmerksamkeit im Raum präsent zu sein. Beispiel 1. Charismatische Menschen haben eine starke Präsenz. Man nimmt sie wahr, sobald sie den Raum betreten. Beispiel 2. Präsenz lässt sich durch Körperhaltung, Augenkontakt und bewusstes Atmen stärken. Ausdruck 18. Ausstrahlen. Bedeutung: nach außen hin vermitteln, eine bestimmte Eigenschaft oder Emotion sichtbar machen. Beispiel 1. Sie strahlt Ruhe und Kompetenz aus. Auch in schwierigen Situationen bleibt sie gelassen. Beispiel 2. Was man ausstrahlt, beeinflusst, wie andere einem begegnen und welche Chancen man bekommt. Ausdruck 19. Die Wirkung. Bedeutung: der Eindruck oder Effekt, den jemand oder etwas auf andere hat. Beispiel 1. Die Wirkung einer Führungskraft hängt mehr von ihrer Körpersprache ab als von ihren Worten. Beispiel 2. Wer seine Wirkung auf andere kennt, kann gezielt daran arbeiten. Ausdruck 20. Wahrnehmen. Bedeutung: etwas bewusst bemerken oder erkennen. Aufmerksam auf nonverbale Signale achten. Beispiel 1. Wer die Körpersprache seines Gegenübers bewusst wahrnimmt, führt bessere Gespräche. Beispiel 2. Die meisten nonverbalen Signale werden unbewusst wahrgenommen, aber sie beeinflussen uns. Im zweiten Teil schauen wir uns 4 Szenarien an, in denen Körpersprache entscheidend ist: Vorstellungsgespräch, Präsentation, Verhandlung und der erste Eindruck. Das Vorstellungsgespräch ist für viele der wichtigste Moment, um Körpersprache bewusst einzusetzen. Was sind die wichtigsten Punkte? Erstens: der Eintritt. Wie man den Raum betritt, setzt den ersten Ton.
Aufrecht gehen, Blick nach vorne, ein echtes Lächeln. Nicht zögernd, nicht übertrieben. Natürlich, aber bewusst. Zweitens, der Händedruck. Fest, kurz, mit Augenkontakt. In Deutschland ist das die erwartete Norm. Drittens, die Sitzposition. Leicht nach vorne geneigt signalisiert Interesse. Zurückgelehnt mit verschränkten Armen wirkt desinteressiert oder überheblich. Füße flach auf dem Boden. Das gibt Stabilität und Ruhe. Und während der Antworten Pausen nutzen. Nicht sofort drauf losreden. Kurz nachdenken, dann antworten. Das wirkt souverän und überlegt, nicht unsicher. Bei Präsentationen ist Körpersprache besonders mächtig, weil man vor einer Gruppe steht und alle Blicke auf einen gerichtet sind. Der häufigste Fehler? Zu viel Bewegung. Hin- und her schaukeln, ständig die Hände reiben, nervös hin und her laufen. Das lenkt ab und signalisiert Nervosität. Die Lösung? Ankerpunkte. Man wählt bewusst eine Position, steht stabil und bewegt sich nur mit Absicht. Wenn man einen neuen Punkt macht, geht man einen Schritt. Dann steht man wieder. Und die Hände? Offen halten, sichtbar, ruhig. Offene Handflächen signalisieren Ehrlichkeit. Hände in der Hosentasche oder hinter dem Rücken, das schließt das Publikum aus. In Verhandlungen wird Körpersprache strategisch eingesetzt und strategisch gelesen. Wer sich groß macht, breit sitzt, ruhig spricht und lange Pausen hält, strahlt Stärke aus. Wer sich klein macht, schnell spricht und den Blick abwendet, signalisiert Schwäche. Interessant. Wer als Erster ein Angebot macht, nennt einen Anker. Und der setzt den Rahmen für die Verhandlung. Körpersprachlich sollte man dabei ruhig und fest wirken. Kein Zögern, kein Zwinkern, kein Lächeln nach dem Angebot. Und wenn das Gegenüber aggressiv wird, nicht spiegeln. Stattdessen bewusst die eigene ruhige Körpersprache halten. Ruhige Energie überträgt sich und bremst aggressive Energie. Zum Abschluss. Der erste Eindruck entsteht in den ersten 7 Sekunden. 7 Sekunden, das ist bevor man auch nur einen Satz gesagt hat. Was passiert in diesen 7 Sekunden? Das Gegenüber nimmt Haltung, Blick, Lächeln, Kleidung, Bewegung wahr und bildet sich ein Urteil. Sympathisch oder nicht? Vertrauenswürdig oder nicht? Kompetent oder nicht? Und dieses Urteil beeinflusst alles, was danach kommt. Es ist nicht unumkehrbar, aber es kostet viel Energie, einen schlechten ersten Eindruck zu korrigieren. Deshalb lohnt es sich, vor wichtigen Terminen kurz innezuhalten. Tief durchzuatmen. Sich aufzurichten. Zu entscheiden. Wie möchte ich wirken? Und dann bewusst mit dieser Energie in den Raum zu treten. Körpersprache ist nicht Schauspielerei. Es geht nicht darum, jemanden zu spielen, der man nicht ist. Es geht darum, die beste Version von sich selbst sichtbar zu machen. Das war unsere Folge über die Macht der Körpersprache. Was unser Körper sagt, wenn wir schweigen. Wir haben heute 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt. Von Nonverbal und Kongruenz über Rapport und Souverän bis hin zu Authentizität und Präsenz. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Welche körpersprachliche Eigenschaft wollt ihr verbessern? Was habt ihr heute gelernt, das ihr sofort anwenden könnt? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und tretet selbstbewusst auf. Tschüss!